Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film hier auf meinem Kanal. Ich bin Barbara Hirsekorn aus der Aquarellwerkstatt und heute ist unser Thema das lockere Städte-Aquarell. Es wird im Video 3 Farbaufträge geben. Der erste Farbauftrag beschäftigt sich mit den hellen Tonwerten, Stufe 1 bis 4. Dann kommen im zweiten Farbauftrag die dunklen Farben ins Bild. Und der dritte Farbauftrag widmet sich der Detailarbeit. Jetzt geht's los mit dem Video. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Die Materialien für den heutigen Film sind Farben von Winsor Newton, Alizarin Karmesin, Kobaltürkis Light, Lichter Ocker, Ultramarin Feinst von Schminke, Sienna gebrannt von Winsor Newton, Lavendelblau von Mielo, Neutraltinte und Titanweiß von Winsor Newton. Ich arbeite auf Büttenpapier von Arches, 300 Gramm, das Format ist etwa DIN A4. Folgende Pinsel benutze ich: den Eichhörnchenhaarpinsel Größe 12, den Rotmarderhaarpinsel Größe 10 aus meiner eigenen Pinselkollektion, einen Kunststoffpinsel zum Spritzen und einen flachen Auswaschpinsel. Außerdem ist im Einsatz die kleine Sprühflasche. Hier seht ihr nun die Skizze für mein heutiges Motiv liegen und jetzt zeige ich euch das Foto dazu. Bei solch einem komplexen Motiv geht es natürlich in allererster Linie darum, stark zu vereinfachen. Bei diesem Bild ist für mich interessant die Himmelsform, die eine schöne, unregelmäßige Form bildet, die große Form des Rathauses und die schwungvolle Führung des Weges zum Bildmittelpunkt hin. Hier seht ihr die Umsetzung in die Skizze. Ich habe einige Personen noch in der Stadtlandschaft verteilt und die Gebäude recht einfach und schlicht nur angedeutet. Ich beginne nun auf trockenem Papier mit einer Grundierung der gesamten Bildfläche. So schaffe ich eine harmonische Untermalung, die nachher die einzelnen Gebäude gut zusammenhält. Lichter Ocker wird in die Fläche des Rathauses und stellenweise in den Himmel gesetzt. Etwas Alizarin Karmesin kommt dazu und von oben Kobaltblau dagegen. Mit wenigen Strichen wird das Blau mit der gelb-roten Farbmischung verblendet. Eine etwas kräftigere Mischung von Lichter Ocker und Sienna gebrannt setze ich jetzt in die Fläche des Rathauses. Im unteren Bereich füge ich etwas Alizarin Karmesin hinein. So bekommt die spätere Farbigkeit hier schon etwas mehr Gewicht und wird unter der zweiten Lasur warm durchschimmern. Die Straße möchte ich wieder etwas kühler im Farbton halten. Ich setze hier eine sehr zarte Lasur mit Kobaltblau, die ich zum vorderen Bildrand hin anwärme und mit Sienna gebrannt etwas dunkler und kräftiger bekomme. So sieht nun die Grundierung für meinen ersten Farbauftrag aus und jetzt muss das Bild erst einmal ganz durchtrocknen. Es gibt auch hierfür wieder eine eBay-Versteigerung. Sie startet mit Erscheinen des Videos und endet am 24.10.2023. Der Höchstbietende bekommt das Aquarell per Post zugeschickt. Ich wünsche viel Spaß beim Bieten. Den Link zu eBay findest du unten in der Videobeschreibung. Einfach mal draufgehen und schauen und mitmachen. Den zweiten Farbauftrag beginne ich auf der linken Seite mit dem Haus, welches angeschnitten im Vordergrund zu sehen ist. Mit den 3 Farben Ultramarinblau, Alizarin Karmesin und Sienna gebrannt arbeite ich nun die Fläche aus. In verschiedenen Mischungen male ich sehr kräftig. Ich habe eine große Farbpfütze mit genügend Wasser angemischt, so dass die Farbe nicht zu trocken auf das Papier kommt. Die Markisen sollen hell stehen bleiben, also spare ich sie jetzt aus.
Die beiden Figuren, die links ins Bild hineinlaufen, fülle ich zunächst mit der dunklen Farbe auch aus und halte den Rand unscharf. Das heißt, ich löse ihn mit Wasser etwas an. Weiter geht es nun mit dem Dach des Rathauses. Hier mische ich mir Kobalttürkis Light mit Neutraltinte und nehme auch ein wenig von der vorherigen Farbmischung mit dazu. Solange dieser Farbauftrag noch nass ist, setze ich ein Gemisch aus Ocker und Sienna gebrannt in die Dachgauben und freue mich, wenn beide Farben sich auf dem Papier miteinander verbinden. Mit dieser Mischung aus lichter Ocker und Sienna gebrannt und auch etwas Alizarin Karmesin male ich nun die gesamte Fassade des Rathauses. Hier versuche ich, die Farben immer wieder zu variieren. Ab und an kommt auch ein wenig Blau mit hinein. Wichtig ist, dass der Farbauftrag nicht über eine große Fläche langweilig erscheint, also nicht zu sehr auf der Palette die einzelnen Farben ausmischen, sondern sie mutig auf dem Blatt aneinandersetzen und mit so viel Wasser arbeiten, dass die Pigmente sich auf dem Blatt gut verbinden. Um die Köpfe der Personen male ich herum und an der Stelle, wo die Häuser auf die Straße treffen, beende ich diesen Farbauftrag. Für die Häuser in der hinteren Straße wähle ich einen etwas bläulicheren Farbton und das große Haus auf der rechten Seite wird auch deutlich kühler, aber im unteren Bereich doch wieder etwas wärmer gemalt. Mit Ultramarinblau und Alizarin Karmesin setze ich nun einige kleine Schatten im unteren Bereich der Häuser, um hier ganz abstrakt städtisches Leben und Bewegung anzudeuten. Die Figuren im Bild male ich nun auch mit dieser Schattenmischung, zunächst als Platzhalter. Ich kann sie später mit deckenden Farben noch einmal neu einkleiden. Hier oben habe ich das Dach des runden Turms am Rathaus vergessen. Ich trage es mit einer Mischung aus Kobalttürkis Light und Neutraltinte noch nach. Die großen, dunklen Farbflächen im Bild sind nun gemalt und den nächsten Schritt würde ich schon als Detailarbeit bezeichnen. Ich beginne mit den Köpfen und Händen der Figuren und setze dann mit unterschiedlichen Farben die Kleidung ein.
Bei solch kleinen menschlichen Figuren im Aquarell nutze ich die Fließfreudigkeit der Aquarellfarbe. Ich male keine genauen Konturen und Kanten, sondern deute die Dinge nur an und freue mich, wenn die Farben miteinander verschmelzen. Hier im Vordergrund setze ich einen großen violetten Schatten, der das gesamte Motiv einrahmt und den Mittelgrund, die helle leuchtende Straße, noch mehr in den Fokus bringt. Die Beine der eben gemalten Figuren verschwimmen im Schatten. Ich arbeite sie vorsichtig etwas nach, finde es aber gut, dass sie im schattigen Bereich nicht mehr so ganz genau zu erkennen sind. Die Figurengruppen im Hintergrund werden sehr abstrakt und flüchtig gemalt. Hier stelle ich mir vor, dass unsere Augen in der Entfernung die Dinge nicht mehr so deutlich erkennen können. Und dies nutze ich, um Bereiche im Hintergrund, wie zum Beispiel diese Menschengruppen oder auch diese Fahrradfahrer, wirklich nur ganz schlicht und relativ abstrakt anzudeuten. Fenster und Türen in solch einem lockeren Städteaquarell sind ein wenig heikel. Einerseits sind Details zum Beleben der großen Formen im Bild natürlich enorm wichtig, andererseits möchte ich jetzt nicht ins kleinteilige Fummeln verfallen. Ich nutze also den trockenen Pinselstrich und arbeite mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau mit sparsamen Pinselbewegungen. Ich fahre schnell über das Blatt, sodass durchbrochene Pinselstriche jetzt einzelne Fenster und Verzierungen nur andeuten. Hier hilft es mir immer, das Tempo im Bild beizubehalten, um mich selbst zu ermahnen, nicht zu kleinteilig zu arbeiten. Mit einer dunklen Mischung aus Alizarin Karmesin und Neutraltinte und etwas Ultramarinblau arbeite ich die beiden Figuren für den Bildeintritt auf der linken Seite noch etwas stärker aus. Auch hier im Bildmittelgrund möchte ich die Figuren noch etwas intensivieren. Ein besonderes Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt sind die schönen kugelförmigen Laternen. Hier nutze ich die Möglichkeit des Auswaschens der Aquarellfarbe, um die hellen Glaskörper der Laternen darzustellen.
Mit einem leicht angefeuchteten Pinsel löse ich die Farbe an und hebe sie mit einem trockenen Baumwolltuch ab. Manche Pigmente lassen sich besser lösen als andere. Hier sehen wir auf der linken Seite, dass Sienna gebrannt sich besonders gut ablösen lässt. Auch einige helle Strukturen für das doch recht dunkel geratene Haus auf der linken Seite lockern die Fläche auf. Mit Lavendelblau definiere ich die schattigen Seiten in den Glaskugeln der Laternen und intensiviere noch einmal mit einer etwas dunkleren Farbmischung. Mit Neutraltinte und Sienna gebrannt male ich die Metallhalterungen der Laternen und versuche, meine Striche hier schwungvoll und elegant zu halten, so dass es auf keinen Fall an dieser Stelle zu grob wirkt. Wir sehen nun, dass die kleinen, hellen und vor allem runden Formen das Bild ganz besonders schön beleben. Ich akzentuiere sie mit einigen Glanzstrichen mit Titanweiß direkt aus der Tube. Auch die Menschen hole ich mit diesen Lichtreflexen aus der Bildebene heraus. Einige farbige Akzente möchte ich jetzt noch in das Bild bringen. Hier arbeite ich mit Lavendelblau, das mit seiner deckenden und leuchtenden Farbigkeit gut zu den braunen Formen im Bild passt. Ein bisschen Cadmiumrot hier und da vermittelt noch etwas von dem geschäftigen Leben in der Großstadt. Ich hoffe, unser Film hat dir gefallen und du konntest etwas lernen und hast auch Lust, es jetzt einmal auszuprobieren. Wir freuen uns wie immer über einen Like oder einen Kommentar oder auch über ein Abonnement des Kanals und sagen an dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Auch eine weiterführende Unterstützung des Kanals ist möglich, wenn du ihn regelmäßig nutzt und unsere Videos dir vielleicht auch helfen, im Aquarellmalen weiterzukommen. Dann freuen wir uns über eine regelmäßige monatliche Unterstützung. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Steady, meine Unterstützung heißt er. Wir haben auf dieser Seite alles genau erklärt. Es gibt verschiedene Pakete und sie sind jeweils monatlich kündbar oder wechselbar. Vielen Dank an die vielen Menschen, die uns hier schon unterstützen. Das hilft uns sehr, weiterhin regelmäßig hochwertigen Content bereitzustellen. Nun wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren mit diesem schönen Motiv und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.